Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video bzw. Haul diesmal, weil ich habe die Tüte schon geöffnet, um reinzugucken, von wem es ist. Und zwar darf ich euch heute wieder Produkte zeigen von Paint Some Way. Und zwar denke ich, ich habe mir ein paar knuffige Sachen ausgesucht und möchte euch die jetzt zeigen. Also bleibt dran! So, und zwar habe ich Stitch-Aufkleber, Sticker. Ich weiß auch nicht, aber im Moment dadurch, dass ich auch ein bisschen mit meiner kleinen Tochter painte und die macht am liebsten Sticker, habe ich mir diese hier noch ausgesucht und sie mag Stitch auch ganz gerne. Toolkit. Und das sind die, wie rum mache ich es jetzt? Okay, manche sind so, manche sind so. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 9 Sticker. Genau. Und zwar gucken wir uns eben nochmal die Farben an. Aber ich denke, bei Stitch ist das ganz einfach. Es sind halt Blautöne. So, jetzt kriege ich hier irgendwie die Dings nicht auf. So. Wir haben doch einige Farben. 10 Farben insgesamt. Auch ein bisschen bunte. Acrylsteine, alles natürlich. Ah, ich mag ja dieses Türkis, ne? Dieses Türkis mag ich richtig gerne. Petrol oder Türkis, wie man sagt. Genau. Ja. Mögt ihr denn auch Stitch? Das war das eine. Dann habe ich noch ein Tool. Und zwar habe ich noch nie mit Schablone gepaintet. Habt ihr schon mal mit Schablone gepaintet? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Wie sind eure Erfahrungen? Ja, bei mir wird manchmal der Rand, ne? Es geht eigentlich nur um den Rand, krumm und schief. Und da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Hier habe ich eine Schablone mit runden, Löcher. Und zwar legt man die dann halt an die Seite. Das können wir gleich mal ausprobieren bei dem nächsten Bild, was ich euch zeige. Und dann, ich habe noch ein Tool, genau. Ich habe noch ein Tool. Das hier finde ich auch ganz praktisch, wenn man mal unterwegs ist und man will nicht so viel, man hat ja sowieso schon so viel Gedöns dann beim Diamond Painting dabei. Und hier haben wir auf der einen Seite einen Cutter, einen Keramikcutter. Ich mag die Keramikcutter ganz gerne, weil hier nicht so doll die Gefahr besteht, dass man in die Leinwand reinschneidet, sondern nur oberflächlich die Folie dann wirklich einschneidet. Insofern mag ich die sehr gerne. Und auf der anderen Seite haben wir nämlich einen Einersetzer als Diamond Painting. Hier kann man dann noch Wachs reintun und dann lospainten. Und für unterwegs finde ich das super. Das spart einen Stift ein, ne? Quasi. Die Kleine, also meine kleine Tochter, kann den Stift auch sehr gut halten, weil der nicht so dick ist. Und das finde ich eine sehr gute Sache. So, und dann habe ich hier noch ein größeres Bild mir ausgesucht. Und zwar gibt es von diesen Varianten auch mehrere, ich glaube 4. Und zwar, die Leinwand ist relativ weich. Und wir haben hier ein lesendes Einhorn. Passt aber gerade so eben drauf, ne? So, das hat eine bepaintbare Fläche von 30 x 30. Leinwandgröße ist ein bisschen größer. Ich schätze mal so
35 bis 40 mal 40 mal 35, so rum. Auf jeden Fall, die bepaintbare Fläche ist 30 mal 30. Das finde ich ganz nett. Also ist ein bisschen größer, als wenn man diese kleinen Leinwände, ja, ich rede mich gerade um Kopf und Kragen. Auf jeden Fall haben wir hier nochmal die Bildnummer ZQA 3147. Wenn das ZQA davor steht, dann sind das meistens diese weicheren Leinwände und die bepaintbare Fläche ist auch was größer. Was man hier hat, ich weiß nicht, ob man es braucht, aber seht ihr hier oben dieses Zeichen hier oder diesen dicken schwarzen Fleck, sage ich jetzt mal, Kreuz, das kennzeichnet einfach die Mitte der Leinwand. Ja? Haben wir hier an der Seite auch nochmal. Falls ihr euch das irgendwie in Hälften einteilen wollt, für mich wären das allerdings so große Felder. Was wir haben hier auf jeden Fall eine schöne Abwechslung von Color Blocking. Color Blocking ist hier so der Hintergrund in einer Farbe. Das ist das 3865. Also nicht das ganze Schneeweiße, sondern ein bisschen gediehen. Und wir haben aber hier, gerade hier oben, mit den Blüten und dem Einhorn sozusagen, ein bisschen Konfetti. Das heißt viel Abwechslung. Da können wir nicht so wirklich mit einem Mehrfachaufsetzer arbeiten. Insofern ist das Bild auch schön Anfänger geeignet und ich denke, das wird richtig gut rauskommen. Wir haben hier ein schönes Toolkit. Ja, wir haben ein schönes Toolkit. Und zwar haben wir ein weißes Schiffchen, wie ihr seht. Und wir haben schmale Aufsetzer. Eine Metallpinzette, wo... Ach, das habe ich auch noch nicht gehabt. Warte mal, die klebt aneinander. Was ist denn hier passiert? Okay, ich will jetzt meine Fingernägel nicht abbrechen. Aber die klebt jetzt gerade sehr stark aneinander. Es sind 2 Lagen, aber sie kleben extrem stark zusammen. Ist auf jeden Fall auch eine recht spitze. Verletzt euch nicht. So, haben wir hier mehr als genug Wachs. Ohne Ende. Ein kleines Mini-Schiffchen. Und wir haben einen Stift mit Squishy. Hier ist er auch schon drauf. Dann spart man sich... Man kann ihn ein bisschen verschieben. So. Ein Glitzerstift ist das. Und wir haben schmale Aufsätze. Ich liebe diese schmalen Aufsätze. Ich painte nur mit denen. Und wir haben einen großen schmalen Aufsatz auch. Das müsste ein 9er, ein 8er oder so sein. Finde ich super, dass die dabei sind. Okay, die Pinzette. Ja, weiß ich nicht, ob man die benutzen kann. Müsste man mal gucken, ob man die auseinander machen kann. Hatte ich bisher jetzt auch noch nicht. Kann immer mal passieren. Montagsausgabe. Aber Toolkits, Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, da ist das nicht ganz so schlimm. Toolkits haben wir ohne Ende. Was wir hier haben, ist auf jeden Fall Sipptütchen. Und, das habe ich ja noch gar nicht gesagt, wir haben eckige Steine. Und ein Megabeutel 3865. Ihr könnt die Farben sehen, wunderschön pastellig. Ne? Das finde ich auch eine sehr schöne Farbe. 827 in so einem Mint. Die Steine sehen sehr gut aus. Müssen aber Acrylsteine sein. Spielt eigentlich auch keine Rolle bei mir jetzt. Es ist schön, dass das schon in Tütchen ist. Wir haben, habe ich noch gar nicht gesagt, 30 Farben haben wir. 30 Farben. Ein Traum aus Lila und Pastellfarben. Wie gesagt, es gibt 4 Bilder. Ich hatte mir jetzt dieses hier ausgesucht. Ich blende euch die hier nochmal ein, die 4 Bilder. Vielleicht ist ja eins
für euch dabei. Kostet so um die 6,50, sage ich mal, je nach Währungskurs. Ihr könnt euch das auf der Homepage alles einstellen, in Euro oder in Dollar, wie ihr das angezeigt bekommen wollt. Lieferzeit ist recht schnell gewesen. Innerhalb von 10 Tagen hatte ich die Dinger, hatte ich die Bilder. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich eine Kooperation mit Paint Some Way habe, sondern generell liegen die so bei 10, maximal 14 Tage. Bisher war ich zufrieden. Ich habe auch schon einiges fertiggestellt. Könnt ihr alles auch auf meinem Instagram-Kanal betrachten. Ich werde aber auch hier auf YouTube ein paar Zwischenstände zeigen und dann im Review sozusagen das fertige Bild euch auch hier auf YouTube zeigen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr, ach so, hier habe ich nochmal, das habe ich eben vergessen. Also wie gesagt, hier habe ich die Schablone und die wird dann quasi hier auf das Bild gelegt. Ja. Macht ihr die Folie weg und dann könnt ihr das hier so bündig drauflegen. Ach nee, geht ja gar nicht, weil ich bin ja auch ein Dussel. Das ist eine für runde Steine, weil ich das nämlich eigentlich mit dem Bild zusammen ausprobieren wollte. Aber dann gucke ich mal. Ich gucke nochmal. Ich habe ja auch noch andere Bilder von Paint Some Way. Dann zeige ich euch das nochmal anhand eines anderen Bildes. Und zwar legt ihr das dann einfach nur hier unten drauf. Ja, müsst ihr ein bisschen zielen, dass das auf die Kästchen passt. Und dann könnt ihr in diese Löcher quasi eure Steine reinsetzen. Und zum Schluss könnt ihr die dann, die ist ein bisschen flexibel, die Metallschablone könnt ihr so abziehen. Und dann habt ihr richtig im Schachbrettmuster quasi euer hingelegt und sie sind schön gerade. Genau, das könnt ihr auch mitten im Bild machen, wenn ihr das wollt, wenn ihr einen großen, so wie ich jetzt hier am Rand habe, viel Color Blocking, dann kann man das auch so am Rand sich so lang hangeln. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das soll es für heute auch gewesen sein. Das war mein kleiner Painting Haul von Paint Some Way. Schaut gerne auf der Seite mal vorbei. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und Happy Diamond Painting. Tschüss!